Pakistan. Ich fahre durch die, was? Zweittödlichste Straße der Welt. Hört sich Bombe an. Ich habe keine Ahnung, ich kenne den nicht. Jo Leute, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir Sieht auf jeden begeben Fall uns in sympathisch aus. Pakistan auf eine Community-Abenteuer-Exkursion. Und ja, zum zweiten Mal Pakistan, aber diesmal versuche ich auf Dinge einzugehen, die ich letztes Mal ausgelassen habe. Und auf 14 Tagen Was ist das für eine strange Brille? Warum hat die so einen Schutz hier, so ein Ding da vorne? Der soll da mal ein Video machen von der tödlichsten Straße. Mal sehen, wie gut das kommt. erwarten euch Abenteuer, Reizüberflutungen aller Art. Und ja, viel Spaß im Video. Let's go! Ein Land Boah, voller Abenteuer, geiler Kultur Gletscher. und verborgener Schätze. Was wissen wir über das Land und was stimmt darüber? Bräuche, die uns fremd sind, Titanen, die jährlich Menschenleben Geil. verschlingen. Wahre Abenteuer, die immer Oh mein Gott. Boah, schon gut gefilmt. Ekelhaft, diese Tierköpfe auf den Märkten. Das war in Peru schon so ekelhaft. Auf meiner Abenteuerexkursion durch ein Land der Titanen. Pakistan. Ein ganzes Jahr später bin ich nun wieder hier. Ja, ich hatte damals viel erlebt und euch viel berichtet. Jedoch glaube ich, dass es noch viel mehr zu erzählen gibt. Außerdem, wie ihr vielleicht mitbekommen habt, reise ich mit 14 anderen aus der Community an. Ein Community-Treff der etwas anderen Art. Voll nice. In der 14,8 Millionen Einwohner-Metropole Lahore. Sie gilt bis heute als die dreckigste Stadt der Welt. Das war übrigens der Landeanflug. Durch den Smog kann man noch leicht den Horizont erkennen. Heute ist also ein verhältnismäßig guter Tag. Der AQI, also Air Quality Index, misst am Tagesmaximum einen Wert von 316. Das ist ein Wert, der angibt, wie stark die Luft mit Schadstoffen belastet ist. Nur zum Vergleich, der AQI in Stuttgart misst einen Wert am Tageslimit von in Anführungszeichen gerade mal 47. In Lahore über Wie, 47 oder 74, du Fisch? 300. Damit ihr mal ein Gefühl bekommt, wie die Luft hier so schmeckt. Die ist so dick, man hat das Gefühl, man würde Dampf einatmen. Naja, es ist wieder mal das absolute Chaos am Flughafen. Auf dem Fließband liegen neben Koffern wieder alles Mögliche rum. Das Sicherheitspersonal bewacht die Gepäckausgabe, sonst würde das safe einer reinklettern. Heavy. Siehst du deine Tasche? Noch nie sowas erlebt. Immerhin hast du es in die vorderste Reihe geschafft. Bottle. Sie begleitet mich diesmal auf meiner Reise und berichtet unter anderem über Frauenrechte in Pakistan. Dazu nimmt sie sogar Interviews ab. Checkt unbedingt ihren Beitrag ab. Den Link zum Video findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ey, kommen mehr Pakete raus als Koffer. Ey, Ja, ist echt so. Was sind das? Ist das Wasser? Was kommt denn hier immer raus, Mann? Heftig. Diese kleinen Pakete. Da ist er! Das ist Backpacking Simon. Ihr kennt ihn ja bereits aus der ersten Videoreihe letztes Jahr. Auch er wird mich wieder auf meiner Reise begleiten. Da ist er! Jo Leute, ganz kurz bevor... Chillig. Die sehen schon gut aus, die Schuhe. Viel Spaß mit dem Video. Wir schmeißen uns direkt ins Zentrum, wechseln Euro in Rupees und möchten keine... Erstmal ohne Helm. Denn wir bleiben lediglich 2 Nächte in Lahore. Dazu besuchen wir den alten Königspalast und die dazugehörige Bachai-Moschee. Ja, wir haben jetzt die Schuhe ausgezogen und Frauen müssen das Haupt bedecken. Alle müssen lange Hose und Schultern bedeckt haben, auch die Männer. Und gucken wir uns das mal an. Das ist mein allererstes Mal in meinem Leben in einer Moschee. Ich war schon in Synagoge in Israel und ich war schon in diversen Kirchen überall auf der Welt, aber das ist echt spannend. Ja, ich war auch noch nie in Moscheen. Boah, das sieht aber krass aus, ne? Irgendwie. Das ist schon imposant. 1673 erbaut.
errichtet aus rotbraunem Sandstein mit weißen Marmoreinlagen, ähnlich wie das Taj Mahal. Tatsächlich kommt der Sandstein auch aus Indien. Er wurde über weite Strecken per Kamel- und Ochsenkarawanen transportiert. Der Stein war so hochwertig und begehrt, dass er bis nach Lahore geliefert wurde, über mehr als 500 Kilometer Entfernung. Total absurd. Der Innenhof bietet Platz für über 100.000 Gläubige. Damit war sie lange die größte Moschee der Welt. Heute zählt Lahore Fort und die Bachai Mosque gemeinsam zum UNESCO-Weltkulturerbe. Gleich vor der Moschee befindet sich das Viertel Hera Mandi, bedeutet wörtlich Markt der Diamanten und ist das ehemalige Rotlichtviertel. Hier lebten die sogenannten Tawaifs, hochgebildete und talentierte Frauen, die Musik und klassische Tanzformen lehrten. Später mit den Briten begann sich das Viertel Boah, guck dir das an, wie schön das aussieht. zu verändern. Mit dem Niedergang der Mogul-Elite verloren viele Tawaifs ihre kulturelle Rolle und viele wurden zur Sexarbeit gezwungen, um zu überleben. Heute ist Hera Mandi eine Mischung Hört sich nicht gut an. Geschichte, Kultur und Streetfood. Das sieht lecker aus. Nach der Mittagspause geht's weiter zum ältesten Bazar der Stadt. Der Kashmiri Bazar zieht sich tief durch die gesamte Altstadt. Hier gibt's Textilien, Stoffe, Schmuck, Snacks, Gewürze, Obst und Warum haben die alle so diese Hemden an? Gemüse, traditionelle Kleidung und es wird Metall verarbeitet. Eigentlich bekommst du hier so ziemlich alles, was du möchtest. Der Bazar ist sehr authentisch, wirkt aber auch sehr hektisch. Enge Gassen, hupende Motorräder, der Duft von Gewürzen, es kann schon reizüberflutend wirken, wenn man sich gleich an seinem zweiten Tag in sowas reinwirft. Ja, voll der Kulturschock. Guck dir das an. Hier werden Textilien in Wie die mit den Mopeds da einfach durch diese Wege fahren, wo gar kein Auto durchpasst. gewünschte Farben eingekocht. Du suchst dir quasi einen Topf mit Farbe aus und gibst die Bestellung auf. Ach was. Nee. Okay, wir sind durch, ihr habt es gesehen, es ist super laut, super busy, wir sind die Hauptattraktion, also es ist auch völlig egal, ob man mit Hub oder ohne. Das erinnert mich gerade ein bisschen an Doctor Strange, diese Anfangsszene, wo er da ankommt, irgendwie so, dieses Ganze. Keine Ahnung warum. Als Mann, die ganze Gruppe wird begafft, alles super freundlich, also man hat nicht das Gefühl, dass einen jemand komisch antalkt, die wollen alle lieber ein Foto oder mal die Hand geschüttelt bekommen. Es ist echt interessant zu sehen, was hier abgeht und war auf jeden Fall ein geiler Punkt auf der Initiatory. Wir verlassen nun den Markt und machen uns auf den Weg zur einmaligen, weltberühmten Grenzzeremonie zwischen Indien und Pakistan. Grenzzeremonie? Die Wagah-Grenzzeremonie ist eine der eindrucksvollsten und zugleich einzigartigsten Militärshows der Welt. Als ich letztes Jahr noch hier war, waren die Tribünen nicht einmal halb so groß. Pakistan hat nachgezogen, um mit der indischen Gegenseite mithalten zu können. Die Tribünen auf der indischen Seite bieten Platz für etwa 25.000 Zuschauer und auf der Paki-Seite von ursprünglich 9 auf 24.000 Zuschauern. Die Zeremonie findet täglich bei Sonnenuntergang statt und dauert in etwa 40 Minuten. Die Tradition begann 1959 und symbolisiert sowohl Rivalität als auch Respekt. Die Geschichte dahinter ist aber ziemlich pervers und einfach nur brutal. Nach der Teilung Britisch-Indiens im Jahr 1947 entstanden zwei neue Staaten, Indien und Pakistan. Die neue Grenze, die sogenannte Radcliffe-Linie, durchschnitt Dörfer, Familien, Regionen, auch das heutige Wagah, ein kleines Dorf bei Lahore, dort wo heute die Zeremonie durchgeführt wird. Die Teilung führt zu gewaltigen Flüchtlingsströmen und brutalen Konflikten. Millionen Menschen überquerten die Grenze, viele verloren dabei ihr Leben. Einige Studien sprechen von etwa 14,5 Millionen Migranten, die nach Indien kamen und etwa 17,9 Millionen, die das Gebiet verließen. Sobald die Grenzlinie bekannt wurde, begannen Flüchtlingsbewegungen und die Gewalt. Die Menschen haben sofort die jeweilige Seite wechseln müssen, Muslime auf die neue pakistanische Seite und die Hindus auf die indische. Dabei kam es zu heftigen Massakern, Vergewaltigungen und Brandstiftungen. Während bei uns in Europa der Krieg endete, entfachte hier das Feuer der Hölle. In dieser angespannten Atmosphäre, ich meine, die haben sich gegenseitig abgeschlachtet, nur weil sie zu einer anderen Religion angehörten. Da haben wir es wieder. Thema Religion. Richtig bitter. Boah, Religion ist so Arsch. Jedenfalls wurde die Grenze von Wagah zum symbolischen Punkt der Trennung und des Übergangs. 1959 einigten sich die Pakistan Ranger und die indische Border Security Force darauf, täglich eine Warum machen die das mit den Armen und trotz Beinen? politischer Spannung soll das Rituell Respekt zeigen, aber mit Stolz und Stärke.
Die Tradition steht für Frieden trotz laufender Spannung der letzten Jahre. Ein Symboltanz für Stolz und Okay, ist ein gegenseitigen Tanz. Respekt. Und trotzdem wurde die Zeremonie während der letzten Krise für einige Wochen unterbrochen. Irgendwie absurd, dass die beiden Länder sich seit so vielen Jahren noch immer nicht einig sind. Die Zeremonie finde ich an sich ja klasse. Vor allem beeindruckend, dass die Inder sowie Pakis dieselbe Choreografie laufen oder tanzen. Die Tradition eint so die beiden Nationen. Man ehrt sich gegenseitig Respekt, trotz der noch immer andauernden Spannung. Die Menge wird auf beiden Seiten Verrückt. angeheizt, alle rasten komplett aus. Am Ende wird die Flagge eingeholt und weggetragen und das jeden Tag aufs Neue. Das ist schon auch crazy. Jeden Tag gibt's diese Show. Nicht einmal in der Woche. Die Pakis haben ihr Fett aufgerüstet, alles neu gebaut und ja, leider ein bisschen Regen heute, aber war trotzdem mega nice. I think everybody enjoy it. Tag 2. Wir Islamabad. haben es geschafft, wir sind in Islamabad bei der großen Islamabad. Moschee. Das ist eine angeblich sehr moderne Moschee. Ich bin äußerst gespannt. Ich darf hier leider nicht selbst Drohne fliegen, hat Simon gesagt. Aber wenn alles gut läuft, bekomme ich sein Footage und das seht ihr jetzt. Boah. Geiles Footage. Und das passiert, wenn man hier für eine Minute kurz stehen bleibt, bildet sich plötzlich eine Traube um uns herum und es wird geshootet. Was vollkommen okay ist, denn wir machen Fotos von denen und die machen Fotos von uns. Da bleibt alles im Kreislauf. Ich habe eigentlich ein Foto gemacht von der Moschee und wurde ich eingeladen, mich mit dazu zu setzen. Und dann waren wir wieder die fotografiert wurden. Eieiei. Boah, ist auch verrückt. Es ist total faszinierend, wie viele neugierige, offene, selbstbewusste, intelligente Frauen ich jetzt schon getroffen habe in den 2 Tagen. Junge Studentinnen, Händlerinnen, ganz kleine, freche, süße Mädchen, total selbstbewusst, die dann meistens mehr auf mich als auf die Jungs zukommen und nach Fotos fragen. Die Männer hier in Pakistan forcieren das gemeinsame Foto machen eher als die Frauen, aber wann immer ich jetzt gefragt habe, ob eine Frau Lust hatte, war keine abgeneigt. Die sind total witzig drauf, ich habe richtig Bock. Ich habe gestern in der Moschee eine Gruppe von 4 jungen Studentinnen getroffen, die aus Lahore kamen, die direkt Instagram austauschen wollten und auch schon ganz lieb geschrieben haben, die perfekt Englisch können. Also wirklich echt tolle, intelligente, gut gekleidete, interessante Frauen hier in Pakistan. Ist echt spannend zu sehen. Oh, Affen. Affen können so lästig sein. Irgendwie sweet und cool, aber Affen, ich habe so schlechte Erfahrungen gemacht. Die beklauen einen alles drum und dran. Wir laufen jetzt runter zum Wasserfall. Und du musst richtig krass Der auf Trail, Krankheiten den wir aufpassen. letztes Jahr machten, ist leider gesperrt, weil die letzten Tage hat sehr viel geregnet. Weshalb da jetzt alles abgeriegelt ist. Und deshalb die Alternative, was mir aber zugunsten kommt, weil habe ich letztes Jahr nicht gesehen. Jetzt geht's zum Wasserfall. Boah, der hat Power. Mitten im Dschungel. Wahnsinn, ne? So Bilder sind cool. Wie viele Tage sind die da? Morgen. Wir sind am Flughafen von Islamabad. Es ist wahnsinnig modern und sauber hier. Die ganze Stadt wurde in den 60ern einfach aus dem Boden gestampft, weil die klimatische Lage gut war. Und dann hat man beschlossen, man wohnt jetzt hier. Sieht sehr, sehr geil aus. Wir fliegen jetzt nach Skardu. Es ist gottlos früh. Ich glaube, es ist 6:30 oder so. Ja, es soll der schönste Flug sein, den ich in meinem Leben je sehen werde. Und zeige ich euch jetzt. Los geht's. Der schönste Flug. Keine Frage. Es Boah. muss der schönste Flug der Welt sein.
Mit Blick auf den Nanga Parbat. 8125 Meter hoch. Boah, Wunderschön, so anziehend und tödlich das sieht echt episch aus. zugleich. Zwischen 80 und 90 Menschen mussten dort ihr Leben lassen. Das ergibt eine Todesrate von rund 22%. Eine der höchsten aller 8000er. Zum Vergleich, Mount Everest hat circa eine Todesrate zwischen 3 und 4%. Okay, wild. Boah, das sieht wirklich heavy aus. So Freunde, wir sind jetzt nun in Skado. Ab heute beginnt das Abenteuer. Morgen geht es auf das Basecamp nach Nanga Parbat. Und ab morgen kann es starten. Heute geht es noch in die Wüste. Es gibt noch nice Shots mit dem Jeep, ihr kennt es vom letzten Jahr. Let's go. Geil. Das macht bestimmt richtig Bock. So, wir sind jetzt in der Cold Desert. Es ist überhaupt nicht cold, es hat locker über 20 Grad. Es ist super geil. Wir sind jetzt hier gerade mit den Jeeps ein bisschen die Sandbühnen rauf und runter gefahren. Das hier ist schon the Land of K2. Es ist quasi dasselbe Valley, in dem Skadu liegt. Und jetzt toben wir uns hier einfach ein bisschen aus und machen ein bisschen Quatsch. Welcome to the cold desert. Nice. Boah, das ist aber auch gefährlich. Mit dem Jeep. Die guten Toyota-Vans. Guten Morgen. Leute, wie ihr hört, bin ich komplett verschnupft. Ich habe das Gefühl, mein Körper hört systematisch auf zu arbeiten. Oh, oh. Zuerst die Hand, die Hämorrhoiden. Am zweiten Tag ist mir das Auge angeschwollen. Jetzt bin ich erkältet. Aber ich bin gespannt, was noch kommt. Wir fahren jetzt zu Fairy Meadows, 5 Stunden. Und bislang hat Simon die Info, dass die Straße fast perfekt ist. Ein Landslide kam runter, das heißt, wir müssen auf der einen Seite aus den Jeeps aussteigen, rüberklettern und werden auf der anderen Seite von neuen Jeeps abgeholt. Drückt die Daumen, dass es dabei bleibt. Wir müssen los. Boah, da musst du auch immer mit Steinbrüchen hier, sag mal schnell. Sturzstein, keine Ahnung. Stein, Felsen, Schlagstein. Nein. Wie heißen die denn? Musst du damit rechnen. Wir hatten eine knackige Fahrt von 5 Stunden hinter uns. Und jetzt geht es mit den Jeeps weiter. Wir haben insgesamt 4. Wir haben ja 5 Jeeps oder 4? 4. 4 mal 4 Personen. Das sind jetzt unsere Jeeps, mit denen wir die zweitgefährlichste Straße der Welt entlang fahren. Wir sind mit dem großen Bus hierher gefahren und jetzt haben wir 4 Jeeps, 4 Personen. Und das sieht Oh mein Gott. sehr vertrauenserweckend aus. So, dann tuckern wir mal los. Boah. Was für eine Möhre. Die zweitgefährlichste Straße der Welt und führt direkt zu einem der schönsten Orte Pakistans, Fairy Meadows. Auf diesem schmalen Weg dürfen nur lokale Jeepfahrer transportieren. Die Straße ist kaum 2,5 Meter breit, oft nur einspurig, ohne Leitplanke oder Sicherheitsbegrenzung. Krass. Es geht einfach 200 Meter senkrecht nach unten, wenn es reicht, wahrscheinlich mehr. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einem Auto und einem Fahrrad so sehr vertraut wie jetzt gerade eben. Es handelt sich um eine Schotterpiste, die in den Felsen geschlagen wurde.
Die Straße wird nicht vom Staat gepflegt, sondern gelegentlich von lokalen Dorfbewohnern ausgebessert. Wenn man genau hinschaut, erkennt man, dass es lediglich aufeinander gestapelte Steine sind, welche die Straße bilden. Schlaglöcher, Felsbrocken, Erosionsrisse und Staub machen sie unberechenbar. Nach Regenfällen oder Erdrutschen kann sie tagelang unpassierbar sein. Teile der Strecke verlaufen senkrecht entlang von 600 bis 800 Meter tiefen Schluchten. Ein einziger Fahrfehler kann tödlich enden. Selbstfahren ist verboten und lebensgefährlich, versteht sich. Wenn ihr euch gerade fragt, was passiert eigentlich, wenn Gegenverkehr auftaucht, dann seht selbst. Es wird einfach gehupt. Boah, rückwärts da fahren. Ich würde gerne mal, mich würde interessieren, was da so... Alto Belly. No way. Heavy. Alright, Freunde, ihr habt es gesehen, die zweitgefährlichste Straße der Welt. Machen wir ein kleines Päuschen, damit der Motor sich abkühlen kann. Weil es auch, die Karre ist mindestens 60 Jahre alt. Jetzt zieht die Kolonne nochmal nach mit den 3 weiteren Jeeps. Und dann geht's weiter. Geiler Typ. Guck dir diesen Motor an. 60 Jahre läuft er. Anhalten, weil einer unserer Jeeps hat einen Platten. Nein. Die tauschen jetzt hier auf dieser crazy Straße, tauschen jetzt einfach den Reifen aus. Oh, ich sehe, das ist ein neuer Reifen. Das hatten wir letztes Jahr nicht. Die waren komplett, Glatze. ja, Die komplett waren echt Glatze abgefahren. komplett blank gewesen letztes Jahr, aber diesmal, oh ja, da ist sogar noch, das ist noch Ja, guck mal, ich kann Profil Finger ist reinstecken, gut. das ist die richtig Nippel gut. noch dran, die sind brandneu. Ja. Ich check mal die anderen SUVs für euch ab. Aber letztes Jahr waren die echt blank. Da war gar kein Profil mehr. So, wir haben jetzt ungefähr 20 Minuten gewartet, bis der besagte Jeep hier ankommt. Und das ist der Platten. Und Boah, guck dir den Reifen hier an. passt gar kein Finger mehr dazwischen. Die Bereifung ist komplett durch. Heavy. Ja, vorne ist halt noch ein bisschen, aber hinten. Das ist der nächste hier. Das ist der nächste hier. Ja, Boah. die Felsen und die Steine, die schneiden da ordentlich rein. Läuft mit dem TÜV. Okay, es gibt doch ein kleines Update. Landslide wurde doch nicht repariert, über den müssen wir jetzt rübersteppen. Ich glaube, auf dieser Straße durchzufahren ohne irgendwelche Zwischenfälle würde an ein Wunder grenzen. Aber im Vergleich zum letzten Jahr ist es ein Spaziergang. Yesterday night, this slide is yesterday night. That happened is yesterday night, so be careful from the only one guy go from one time. Okay, sir? Okay. Thanks. Okay, da sieht man es auf der Seite. Ist das ganze Geröll runtergekommen, die Straße fehlt komplett. Oh. Oh, wow. Okay. Boah, wer würde sich das wagen? Wer würde sich das von euch wagen? Da entlanglaufen? Die sollten da eigentlich einzeln rüber gehen. Hey! Come, don't stop here. One by one. Oh, ich will mir eine Buchse machen. Da darfst du nicht nachdenken. Was geht bei ihm denn? Er sieht aber auch direkt so aus, als würde er da fehl am Platz sein, oder? Sorry, aber das sieht mir danach aus, als, ja. Und dafür riskieren Einheimische ihr Leben, ey. Okay, ich hab's euch gesagt, das ist kein Zuckerschlecken. Nicht umsonst die zweitgefährlichste Straße auf diesem Planeten. Das ist ja schon keine Straße Ich mehr. werde das Ganze jetzt nicht mit der Insta360 filmen, wie ich da drüber steppe. Es ist ultra gefährlich. Dazu muss ich zu 100% Fokus sein. Gut, dass wir nicht in die Dunkelheit gekommen sind, weil das wäre nochmal eine ganz andere Nummer. Jo.
sind jetzt auf 2,8. Fairy Meadows Camp. Luft viel weniger. Auf 3,3, also ein bisschen haben wir noch. Insgesamt ein Hike von 1,5 Stunden in etwa 5 Kilometer. Vermutlich kommen wir in die Dämmerung, vielleicht sogar in die Dunkelheit. Handy dann da oder was? Stirnlampen, auch so wichtig. Alrighty, wir sind angekommen. Es hat sich jetzt auch eine langsamere Gruppe rausgestellt, weil es sind einige doch erkältet, nicht nur ich. Aber es hat halt alles relativ gut geklappt. Jetzt wurden die Zimmer umverteilt, jeder hat seinen Schlüssel. Der Kessel läuft für das Wasser. Hier können wir sogar tatsächlich duschen. Ein Thema, was man von mir vielleicht selten hört in den Videos, aber ich fühle mich jetzt gerade echt so krank, dass mein Stand jetzt sagt, morgen laufe ich nicht den Nanga Parbat-Hike, weil das jetzt für mich schon war, so uiuiui, jetzt kommt Höhe und Erkältung, irgendwie alles zusammen. Jo. Aber ich war ja schon oben, ich habe noch die zweite Gruppe, deswegen entscheide ich morgen einfach. Erstmal ausschlafen. So, in ein paar Minuten gibt es Abendessen. Ich zeige euch mal die Küche. Hier sind die Boys am Kochen, schön am Ofen. Wahnsinn. Brot zubereitet. Hey guys, hello. Hello. Oh, hier wird der Teig gerollt. The bread. Oh, so much. Was für eine Küche. Und hier dann auf dem Ofen, auf dem heißen Ofen. Schön. What is it? Is it ja, Green Tea. Ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie als wäre es Tee. Das war's auch schon mit Folge 1. Leute, ich stecke jetzt sehr viel Zeit und auch sehr viel Liebe in den Edit. Ich würde mich über einen Kommentar freuen mit konstruktiver Kritik und wenn euch das Video gefallen hat, auch gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal. Fühlt euch umarmt. Ciao, ciao, Kakao. Selber umarmt und so. Cool. Geile Nummer.